Bibel oder Koran? Koran. Oh, ich bin geschockt. Okay, müssen wir neu nochmal schreiben dann. Ich gebe mich geschlagen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich sag nur noch Gegenteil, Alter. Meine Güte, du machst mich hier fertig. Oh, hätte ich jetzt eher gedacht, dass es im Koran steht, ne? Denkst du, dass die Bibel verändert worden ist? Die ist ja verändert worden, das ist aber der Fehler, meiner Meinung nach. Wir Christen dürfen eigentlich auch kein Schweinefleisch essen. Es steht ja auch in der Bibel, dass falsche Propheten kommen und gehen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, ja. Der Islam ist ein richtiger Weg, der Koran auch. Es ist Fakt, Prophet Mohammed ist ja gekommen, er war ja da. Ich werde dir ein paar Verse vorlesen und du musst mir dann erraten, ob das in der Bibel steht oder im Koran. Hey, das ist gar nicht so einfach. Wow, dann let's go. Wenn ein Mädchen nicht als Jungfrau in die Ehe gebracht wurde, soll sie vor das Haus ihres Vaters gebracht und gesteinigt werden. Das muss Koran sein. Hätte ich auch gesagt, ja. Die Zeit hat sich geändert, Zeiten sind moderner geworden, viele Einflüsse aus der westlichen Welt. Also das ist ganz klar Koran für mich. Ich sag Koran. Auf Koran dann. Also aus Koran. Koran. Ja. Ja, das müsste im Koran sein. Das glaube ich nicht, dass es in der Bibel steht. Das kann nicht Christentum sein. Muss Islam sein. Die Bibel. Altes Testament, Bibel. Bibel. Das ist aus der Bibel. Oh, ich bin geschockt. Okay, müssen wir neu nochmal schreiben dann. Hätte ich gar nicht jetzt gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste nicht, dass die Bibel, sagen wir mal, jetzt so ist. Eine sagt Koran so, der andere sagt Bibel so. Meine Güte, du machst mich hier fertig. Kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich. Oh, hätte ich jetzt eher gedacht, dass es im Koran steht, ne? Weil der Koran ist halt, ich sag mal, auf die Weiblichkeit oder auf das weibliche Wesen ein bisschen zu streng, ne? Moslems haben eine andere Einstellung zu den Frauenrechten oder so. Und das ist so ein bisschen, was mir nicht schmeckt. Also ich denke mal, wir sind in einer Gleichberechtigungszeit mittlerweile und dann sollte das auch für jeden verständlich sein, dass auch eine Frau Rechte hat. Ob das jetzt bei uns in Deutschland ist, ob das in irgendwelchen anderen ausländischen Ländern ist oder in den Südländern ist, da sollten sich viele mal an den Kopf packen und halt nicht dieses altmodische, weil Vater hat das gesagt, Opa hat das gesagt und dadurch muss das auch weitergegeben werden und das ist nicht mehr. Wir sind in eine neue Zeit, wir haben eine neue Kultur, wir haben neue Gesetze, wir haben neue Arten, wie man sich gibt oder was ist wichtig. Und da denke ich mir, da sollte auch der Koran vielleicht mal ein bisschen offener werden, ne? Sei es Mann oder Frau, der eine von euch ist wie der andere. Das ist in der Bibel. Bibel. Ja, Bibel, 100%. Ja? Ich kann darauf verwetten, ja. Der Koran. Das steht im Koran. Ja, ich hoffe nicht aus Bibel. Also sie sagen Bibel. Ja, nicht. Ja, Koran. Das ist aus dem Koran. Oh, jetzt. Mensch, wie viele Verse gibt es jetzt noch? Nee. Ehrlich jetzt? Okay, das ist krass. Ich hätte das anders gesagt, wirklich jetzt. Ich habe schon jahrelang gesagt, wo die Religionunterricht habe. Ja, schön, korrekt. Habe ich also zweimal getroffen, zweimal falsch. Also dieser Vers eigentlich aus dem Koran entkräftigt ja alles, was du vorhin gesagt hast, oder? Eigentlich ja, aber es wird nicht danach gelebt, ne? Wenn der Mensch das nicht auslebt, heißt das nicht, dass der Koran das falsch geschrieben hat. Nein, das sage ich ja nicht. Ja, ich sage nur, dass man es nicht mehr lebt, so, dass man es nicht auslebt. Das ist dann die Eigenverschulung des Menschen selber, aber nicht von dem Koran. Das meine ich ja. Das nicht. Genau. Das mit Sicherheit nicht. Der Mann wurde nicht für die Frau erschaffen, sondern die Frau für den Mann. Koran. Koran? Koran ist das? Koran. Ich glaube Bibel. Ich glaube, dass das auch in der Bibel steht. Von Bibel dann. Das ist aus der Bibel. Das hätte ich auch Bibel gesagt, ja. Nee, kann ja gar nicht sein. Nee, kann ja gar nicht sein, was ich gesagt habe, meine ich. Da war ich jetzt zu spontan. Aus der Bibel. Aus der Bibel, okay. Ist das Bibel? Das ist aus der Bibel. Okay. Sicher? Ja, nicht wirklich, aber. Steht in der Bibel. Ja? Ja, das steht auch in der Bibel. Ja. So tötet nun alles, was männlich ist, unter den Kindern und tötet alle Frauen, die bereits mit einem Mann geschlafen haben. Das kann nicht Christentum sein. Muss Islam sein. Also Koran. Bibel. Ich sag Bibel. Vielleicht bei Bibel. Es kommt ja aus dem Koran. Das ist aus der Bibel. Kann ich nicht glauben. Steht in dem 4. Mose dort drin.
Naja, vielleicht musste man das anders interpretieren. Aber für mich ist das untragbar und unvorstellbar. Weiß ich aus der Bibel? Da muss man nochmal nachlesen irgendwo. Ja, es steht tatsächlich in der Bibel. Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Sag mal Bibel. Das müsste die Bibel sein. Koran. Würde ich sagen, Koran. Koran. Es könnte auch so ein Ding sein, es könnte beidem sein, aber ich denke mal, jetzt beim Zweck im Koran steht das. Koran, ne? Ja, habe ich schon gedacht. Da ist er. Okay. Dann sind also Fragen, die ich noch nie so richtig da wohl mitgekriegt habe in der Bibel. Ja, steht. Super. Ja, ich habe die Bibel schon öfters gelesen, ne? Und so spezifisch steht es nicht in der Bibel drin, ne? Ja, das stimmt. Wie kommt's? Weil ich bin Christin. Ja. Und ich erkenne das. Weil ich kenne die Bibelsprüche übrigens fast auswendig. Okay. In der Religion gibt es keinen Zwang. Vielleicht Bibel. Würde ich Koran sagen. Bibel. Das wird bestimmt jetzt aus dem Koran sein. Koran? Lakum dinakum waliya din. Ah, das stimmt. Ihre Religion, ich habe meine Religion. Koran. Ja. Freiheit kommt hier aus Koran. Genau. Sag mal, jetzt Bibel einfach. Aus dem Koran. Koran. Dann aber überwiegend Koran doch. Ne? Richtig. Ist aus dem Koran. Gut. Bin ich bibelfest, so. Ist aus dem Koran. Ja. Okay. Und als die Engel sagen, oh Maria, Gott hat dich auserwählt und gereinigt und dich vor den Frauen der Welt auserwählt. Bibel oder Koran? Koran. Bibel. Das ist Bibel, ne? Die Bibel. Koran. Ist aus dem Koran. Ja, aber in Bibel ist so ähnlich eben. Ja? Wie kommt's? Ich kenne mich auch ein bisschen da aus, also in beiden Richtungen. Christentum mehr, aber im Islam habe ich auch gute Freunde, deswegen. Das ist aus dem Koran. Da kann ich. Stimmt, richtig. Für mich, Mensch ist Mensch. Jeder sollte seine Religion ausüben dürfen, ausüben können. Jeder sollte jeden respektieren und keinen verurteilen. Auch aus dem Koran. Auch aus dem Koran, oh. Ist natürlich eine Leistung, ne? Also da muss die Bibel sich noch ein bisschen, müsste die mal neu geschrieben werden, ne? Oder sollte man die mal überholen, ne? Und das ist, denke ich mal, viele Leute ein Problem, ne? Die wollen sich dann auch nicht trennen oder haben dieses eingefahrene Schema, ja, ich bin katholisch und ich bleibe jetzt in der Kirche und fertig. Aber das mal irgendwie sich offener machen und vielleicht mal nach einer anderen Religion gucken oder mal sich auch vielleicht mal nur interessieren dafür, um zu sehen, es gibt die oder die Entscheidungen oder Meinungen. Ja, da sind die Deutschen zu eingefahren für, ne? Wenn man die 10 Gebote nimmt allein, kein Mensch kann die einhalten. Geht nicht. Niemand. Niemand auf der Welt wird das schaffen, 10 Gebote genauso konstant oder gerecht einzuhalten oder zu leben. Niemals. Nichts ist giftiger als eine Frau, die schön ist und keine Scham kennt. Koran. Die schön ist und keine Scham kennt. Also das muss jetzt mal aus dem Koran sein, jetzt ist Schluss. Koran. Das ist auch Bibel. Aus der Bibel. Ach du Scheiße. Sag nur noch Gegenteil, Alter. Oh, okay. Ich gebe mich geschlagen. Oh Gott. Okay, ich muss die Bibel studieren, ich merk's. Ja, ist aus der Bibel. Wehrt das Böse durch das Gute ab. Kann auch wieder, ja, schwierig. Sag Bibel? Bibel. Würde ich auch aus dem Koran sagen. Steht im Koran. Koran, okay. Ja, ja. Aus dem Koran. Furchtbar, ich bin so traurig. Ja, auch aus dem Koran. Denkst du, dass die Bibel verändert worden ist? Die ist ja verändert worden, das ist aber der Fehler, meiner Meinung nach. Weil meine Mutter sagt das selber, du kannst kein Testament oder die Bibel nicht ändern, das geht nicht. In katholischen und evangelischen ist das so. Bei den orthodoxen sozusagen auch, aber viele sagen, stopp, wir glauben an den Alten, wir gehen an den Alten fest. Zum Beispiel wir Christen dürfen eigentlich auch kein Schweinefleisch essen. Das hat nicht darum zu tun, nur weil Muslimen sagen auch nicht. Es geht nicht darum, was ja eigentlich der Regel ist. Es gibt ja seine Gründe. Die Christen müssen eigentlich auch beispielsweise Kopftuch tragen. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Auch wie bei den Orthodoxen beispielsweise eigentlich die älteren Generationen, die müssen sich in Knien auch und dann stehen die auf und dann machen die, kreuzen sich. Weißt du, wie die Muslimen sich beten am Boden, so machen das auch die Orthodoxen. Bei den Katholiken und Evangelien ist das vieles anders und meiner Meinung nach, man sollte nicht, was damals so erschaffen worden ist oder so, wie es hinterlegt worden ist. Also für mich ist das falsch, meines Erachtens. Aber jeder soll das für sich machen, was er für richtig hält. Woran haltet ihr euch? Ich bin eher für den Alten, das was gekommen ist, das reicht auch für mich und das war's auch. Diese Änderung, das kann, also meine Sicht, geht das gar nicht. Weil wir sind ja alle Menschen und klar, der das dann ändert, der ist ja ein Mensch. Du kannst doch nicht ein Mensch, das was der liebe Herr da oben, der liebe Gott für uns, ne, auf Arabisch jetzt Allah, wie auch immer,
du kannst es nicht ändern. Das, was geschrieben worden ist, so muss es auch bleiben. In dem Alten Testament steht zum Beispiel in Johannes Bibel: Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Danach sagt er: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Der letzte Prophet war ja Mohammed. Es ist Fakt, Prophet Mohammed ist ja gekommen, er war ja da und wie ja Jesus gesagt hat, so nach dem Motto, ich bin jetzt weg, es wird einer kommen, den könnt ihr weiterfolgen. Aber es ist immer, ja, schwierig, Mysterien, ne? Wenn du dich jetzt an das Alte Testament nicht richtest, Genau. und wenn das jetzt so ein offener Vers ist eigentlich, Richtig. was müsstest du eigentlich jetzt tun? Theoretisch gesehen, dem Prophet Mohammed eigentlich hinterhergehen, sozusagen. Sage ich mal. Weil der war ja der letzte Prophet, der sozusagen gekommen ist auf jeden Fall. Der hat ja selber gesagt, ich bin bald fort, es wird einer kommen, den könnt ihr weiterfolgen. Und wie stehst du jetzt dazu? Ist schon in der Richtung richtig, also wieso das heißt richtig? Das ist ja eigentlich Fakt, wenn man so sagen kann. Letzte Religion war ja die Islam, die ja gekommen ist danach. Hast du diesen Vers schon mal so gehört gehabt? Nicht so, aber ich habe es ja mitbekommen oder mitgehört, mitgesehen, dass halt Jesus ja selber quasi gesagt hat, wenn ich fort bin, kommt ein anderer, folgt dem weiter, er wird euch weiter den Weg zeigen. Schau mal, es gibt einen Beweis, das heißt Radiokarbon-Methode. Hast du schon mal davon gehört? Ja. Das wurde in England in der Birmingham Universität gemacht. Das ist zum Beispiel einer von vielen Wundern im Koran, Ja. das eigentlich vorgewiesen worden ist mit der Wissenschaft. Da in 2015 wird ein Koranfragment gefunden, Ja. und das wird dann untersucht durch die Radiokarbon-Methode. Und dann stellt man halt fest, es stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Zeit zwischen 568 und 645 nach Christus. Also aus der Lebenszeit des Propheten Mohammeds. Sallallahu alaihi wasallam. Ja. Dieses Fragment gehört somit zu den ältesten erhaltenen Korantexten der Welt. So, jetzt fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Sie datiert das Material. Pergament stammt tatsächlich aus der Zeit, wo unser Prophet gelebt hat. Die Verse in diesem Fragment stimmen vollständig mit dem heutigen Koran überein. Also das unterstützt die islamische Überzeugung, dass der Koran seit seiner Offenbarung unverändert geblieben ist. Für die Wissenschaft liefert das Birmingham-Fragment sehr starke historische Hinweise, dass der Korantext über 1400 Jahre lang bewahrt wurde. Es gibt noch einen Beweis, ein lebender Beweis, nicht nur ein Fragment. Zum Beispiel im Islam gibt es Leute, wir nennen das so Hafiz. Ein Hafiz ist derjenige, der den Koran komplett auswendig kennt. Und auf dieser Welt gibt es zum Beispiel 10 Millionen davon. 10 Millionen Menschen, die den Koran auswendig gelernt haben. Ja. Zum Beispiel in unserem Umkreis gibt es sehr viele Leute, die den Koran auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Nee, habe ich nicht gehört, aber kann ich gut nachvollziehen. Genau. Zum Beispiel ein Hafiz ist ein lebendiger Beweis, dass der Koran eigentlich nicht verändert sein kann. Ja. Zum Beispiel irgendwo etwas verändert worden ist. Der eine Hafiz das falsch vorliest, korrigiert der andere Hafiz den an, der sagt, nein, das wurde so und so geschrieben. Weil ich hab das vor 20 Jahren so auswendig gelernt. Also kann das eigentlich nicht verändert worden sein. Glaube ich auch, wenn Weil es ist, das- dann ist es so, ja. Weil das ein menschlicher Beweis ist. Viele sagen das, ja, stimmt. Der Islam ist ein richtiger Weg, der Koran auch. Da gibt es viele Faktoren, das stimmt. Aber ich bleibe da, wo ich bin. Weißt du, was ich meine? So, jeder soll praktizieren. Ich bin kein böser Mensch, um Gottes Willen. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja das. Der Prophet Mohammed kam ja danach. Wenn Jesus geht, folg ihm weiter. Ich verstehe, was du meinst. Aber das ist, ja. Aber ist das kein Knackpunkt für dich, dass du dich mehr damit befassen sollst? Kann gut sein. Sagen wir mal so, kann gut sein. Hast du recht, aber es kommt alles mit der Zeit. Man weiß nicht, nur der liebe Gott weiß, sag ich am besten. Nur der liebe Gott weiß. Was passiert, wie auch immer. Wirklich. Für mich ist es ja ein falscher Prophet, aber für euch ist es ja Mohammed, der gekommen ist. Du denkst, dass der Prophet Mohammed ein falscher Prophet gewesen ist? Wie alle gläubigen Christen auch, bin ich mir ziemlich sicher. Dass es steht ja auch in der Bibel, dass falsche Propheten kommen und gehen. Deswegen. Ja, aber in welchem Kontext? Also Jesus hat ja auch damit, außer jetzt diesem Vers, dass er halt wiederkommen wird und kein neuer Prophet kommt, es nicht nötig ist für einen neuen Prophet. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, ja. Aber ja, da muss ich auch noch mal ein bisschen einlesen und warum er genau ein falscher Prophet ist. Auch wegen ein paar Koranstellen, die ich gesehen habe. Ja, aber ich weiß es, also da bin ich auch noch ein bisschen offen, so, ja. Hast du dich schon mal mit dem Prophet Mohammed dich auseinandergesetzt? Ich habe viel in der Schule mit einem Freund darüber geredet. Selber diese Recherche gemacht? Nee, aber halt mit einem sehr gläubigen muslimischen Freund. Aber selber muss ich halt, wie gesagt, das ist auch noch auf meinem Plan, das möchte ich auch machen auf jeden Fall, ja. Aber du hast zum Beispiel noch gesagt, es gibt einen falschen Propheten Mohammed. Sozusagen schon, ja. Ist das keine Wahrscheinlichkeit, dass deine Meinung falsch sein könnte
Ich habe mich ja schon viel befasst. Ich habe ja viel mit sehr schlauen, auch also den Freund, den ich hatte, das ist jetzt keine gute Quelle für Sie jetzt, für das Video. Also ich habe mich schon viel befasst. Lesen ist immer so schwierig, weil das auch zeitaufwendig mehr ist. Ja. Ich habe viele Podcasts und so angehört und so. Ja, ich habe halt bis jetzt alles gemacht, bis auf das Lesen. Das Lesen muss ich auf jeden Fall, wie gesagt, noch machen. Aber ja. Wenn ich etwas nicht gelesen habe, dann kann ich auch davon etwas nicht behaupten. Dann ist das ja eher ein Halbwissen. Ich meine, wenn man die Stellen kennt aus dem Koran, die man halt dann in einem Podcast oder so gehört hat, dann ist es ja auch, also du kennst die Stellen, hast sie nachgeguckt im Koran. Also hast du den Koran angeschaut? Ich habe mir den Koran mehrmals angeschaut schon. Durchgelesen? Natürlich nicht, habe ich ja schon gesagt, aber angeguckt mehrmals schon, ja. Ist Halbwissen nicht gefährlich? Halbwissen ist gefährlich, aber ich denke, wenn du dir den Vers siehst, ja, und dann musst du es im Kontext angucken. Wenn ich den Vers im Kontext angeguckt habe, ohne den ganzen Koran zu lesen, aber diese eine Stelle im Kontext, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch zählt. Oder nicht? Der Kontext besteht ja nicht nur eine Zeile davor. Der ganze Kapitel ist der ganze Kontext. Auch ich als Christ, wenn ich mir dann solche Sachen angucke, lege ich meinen christlichen Glauben erstmal weg und gucke erstmal von einer neutralen Sicht an, weil sonst wird das ja nie, kann man das nie verstehen auch. Ja. Dürfen wir das hochladen auf YouTube? Ja. Ja. Dankeschön. Kannst du gerne machen, kein Problem. Ja. Ja, läuft doch. Top. Wir können machen, kein Problem. Warum nicht? Dankeschön. Ja klar. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.